Moin und schön, dass du da bist. Heute habe ich für dich ein gelingsicheres Chia-Brot. Es ist wirklich super einfach zuzubereiten und aufgrund der nährstoffreichen Zutaten hast du hier eine gesunde Wahl, wenn du auf ausgewogene Ernährung unterwegs bist. Starten wir mit einem Tütchen Trockenhefe. Dieses gebe ich in eine Schale und ergänze einen Teelöffel flüssigen Honig. Es folgt daraufhin warmes Wasser und dann rühre ich alles gut durch. In dem warmen Wasser löst sich die Hefe schneller auf und quillt besser auf. Und das wiederum macht den Hefeteig lockerer und fluffiger. Hat sich die Hefe in dem Wasser etwas aufgelöst, gebe ich die erste Mehlsorte hinzu. Dieses Dinkelmehl Typ 1050. Das vermenge ich mit dem Wasser, sodass sich alles etwas miteinander schon mal verbindet. Das sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Nun folgt die Zugabe von Dinkelmehl Typ 630. Und auch dieses wird in die klebrige Masse eingearbeitet. Wie bei all meinen Videos kannst du auch diese Zutaten und Mengen der Videobeschreibung entnehmen. Es folgen nun die restlichen Zutaten wie 3 Esslöffel Chiasamen und auch 3 Esslöffel kernige Haferflocken kommen auch dazu. Sowie 2 Teelöffel Brotgewürz. Magst du es eher milder, dann nimm eben nur 1 Teelöffel davon. Die Masse erscheint mir noch etwas zu fest zu sein, daher gebe ich gleich noch einen Schluck warmes Wasser dazu. Zum Schluss folgt noch etwas Salz, bevor dann alles miteinander vermengt wird. Die weitere Wasserzugabe solltest du einfach nach etwas Gefühl abschätzen können. Hier bei mir waren es 50 Milliliter, die ich noch zugefügt habe. Auf einer bemehlten Unterlage geht es dann händisch weiter. Das Kneten erfolgt dann so lange, bis du einen geschmeidigen Teig erhältst. Das sieht doch langsam schon ganz gut aus. Das Gärkörbchen mehle ich auch noch etwas aus und dann final schleife ich den Brotteig rund. Das Rundschleifen glättet die Teigoberfläche, führt zu einer feineren Kruste und zudem erhält die Oberfläche etwas Spannung und das ist wiederum entscheidend für ein gleichmäßiges Aufgeben und dass der Teigling eben in seiner Form bleibt. Und zugedeckt stelle ich den Brotteig nun an einen warmen Ort für, sagen wir, 1,5 bis 2 Stunden. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wie du siehst, hat sich das Volumen nach der Ruhephase ganz schön vergrößert. Ich habe mir hier ein Stück Backpapier unter fließendem Wasser zerknüttelt und lege es mir aus. Und darauf wird dann der Brotteig auf das Papier gestürzt. Den lege ich mir jetzt noch mal ganz kurz beiseite, denn ich brauche nun meinen emaillierten Gusstopf. Hier kommt nun der Teigling hinein und der Deckel drauf. Und in den noch nicht vorgeheizten Backofen stelle ich den Topf auf die untere Schiene und schalte den Backofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze für rund 60 Minuten an. Und nach dem Backen sieht das Ganze dann so aus. Das Brot muss nun unbedingt gut auskühlen. Und ist es dann ausgekühlt, kann es angeschnitten werden. Oder aber du frierst es scheibenweise ein. Oder aber du frierst die Hälfte am Stück davon ein. Wie du eben magst. Ob das Brot auch von innen durchgebacken ist, verrät dir die Klopfprobe. Klingt es hohl, ist es fertig. Zeit für den Anschnitt. Von außen ist es wunderbar krustig und innen super weich. Ich hoffe, ich konnte dich für dieses gesunde Chia-Brot begeistern
Und wenn ja, freue ich mich umso mehr auf einen Daumen nach oben Drücker von dir. Bis nächste Woche, wenn du magst. Ich sage jetzt liebe Grüße, die Novi.